556%, dann ist das, als hättest du keine $100, sondern $500 den Tag gemacht. Was steckt wirklich hinter dem Ink-Token? Was ist das Geheimnis dahinter? Kann man vielleicht schon irgendwas auf der Blockchain sehen im Code? Wie kannst du davon profitieren? Wie kannst du hiermit für dich ein passives Einkommen aufbauen? Und wie schaut das Ganze in der Praxis aus? All diese Fragen klären wir in diesem Video. Denkt dran, liken, abonnieren. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwie mal ein privates Gespräch braucht, schaut einfach in der Beschreibung. Dort könnt ihr gerne auf den Link klicken und euch ein Gespräch mit mir buchen, damit man über das Ganze auch mal privat und persönlich reden kann. In dem Sinne, viel Spaß beim Schauen des Videos und nimm all die Informationen mit denen du was anfangen kannst, und informier dich am besten noch. Viel Spaß. Hier sind wir auf einer Seite, die wir natürlich alle kennen, PulseX. Ja, und was sehen wir hier? Wir haben bei PulseX die Farm. Ja, und das Besondere bei diesen Farm ist ja eben, dass man diesen INC-Token dafür bekommt. Ja, wenn wir uns das Ganze hier einfach mal anschauen, dann sehen wir hier die 4 Tokens vom Richard Heart Ökosystem. Wir haben Pulse, wir haben PulseX und wir haben Ink, den Incentive Token, und natürlich Hex. Hex, der Token, mit dem alles angefangen hat. Pulse ist hier sozusagen, ja, das Ding, worauf das ganze Ökosystem mittlerweile dann aufgebaut ist, die Blockchain, auf der alles läuft. PulseX, nochmal um ein bisschen aufzufrischen, ist die Exchange, wie ihr das hier auch oben sehen könnt, wo wir traden, tauschen, aber eben auch Liquidität hinzufügen können. Aber was ist INC? Was ist dieser Ink-Token? INC, Incentive, wenn wir das Ganze mal googeln, ja, INC, beziehungsweise wir gehen auf DeepL und können bei DeepL einfach mal Incentive eingeben. Ja, dann ist das der Anreiz, die Belohnung, kann man auch sozusagen sagen. Und ja, es ist aber nicht nur eine Belohnung, sondern es wird einem viel, viel mehr Möglichkeiten geben und bringen. Und darüber reden wir heute. Pulse-Burn hat sich auch extremst geupgradet bzw. verändert. Man sieht hier Transaktionen, Volumen, ja, Liquidität, wie sich alles verändert. Man kann hier das Gas angucken. Ist wirklich extremst günstig geworden. Die Validatoren. Ja, und was natürlich wichtig ist, man kann sehen, wie viel verbrannt wurde. Und da haben wir aktuell hier fast gleich viel Puls verbrannt wie PulseX. Das sah vor kurzem noch ganz anders aus, aber das haben wir in einem anderen Video schon besprochen. Worüber wir jetzt gucken, ist der INC. Ich bin da ziemlich bullish drauf auf diesen Coin und das zeige ich euch jetzt, warum das so ist. Wenn wir hier auf den Pulse Chain Explorer gehen, ja, dann können wir jede einzelne Transaktion sehen und wir können hier nach Tokens suchen. Wenn wir also jetzt hier mal INC eingeben, dann finden wir hier den Incentive Token, und zwar hier. Ja. So, da klicken wir doch jetzt einfach mal drauf und gucken mal, wo wir hier dann bei rumkommen. Hier sehen wir also, wie viel gibt es davon insgesamt, wie viele Adressen halten den, wie viele Transaktionen. Ja, Token Type ERC20, das ist ja alles ganz normal. Nur hier können wir eben auch den Vertrag lesen und den lesen wir jetzt mal und können dann hier, ja, sobald wir auf Read Contract sind, sehen wir hier verschiedene Dinge: Allowance, Balance, Checkpoints, Decimals, Delegates. Und was jetzt interessant für uns ist, wir wollen wissen, was der Besitzer davon hat, der Owner Contract. In dem Sinne können wir hier drauf klicken und können hier wieder, ja, dann schauen, was passiert, wenn wir hier in den Code reingehen. Wenn wir hier in den Code reingehen, dann sehen wir hier, was hier sozusagen reinprogrammiert wurde. Und das ist jetzt extremst spannend, weil hier haben wir es auch schon. Ja, Master Chef hier ist note that it's ownable and the owner wields tremendous power. The ownership will be transferred to a governance smart contract once INC is sufficiently distributed and the community can show to govern itself. Das heißt, ja, INC wird früher oder später uns die Möglichkeit geben, hier was mitzubestimmen, hier eine Entscheidung zu treffen und hier vielleicht drüber zu bestimmen, welche von diesen Farms hier mehr INC oder INC-Bonus bekommt. Denn das ist ja genau das aktuell, dass ich zum Beispiel das hier hinterlegt habe und dadurch jetzt hier INC ausgezahlt bekomme. Ja? So,
Hier steht natürlich auch noch, yeah, is using per second instead of per block for rewards. The others was the removal of the migration functions. Hier geht es noch darum, dass man eben INC wird nicht pro Block, sondern es wird pro Sekunde an all diese Dinger hier verteilt. Das heißt, je größer dein Anteil vom Pool ist, ja, je größer sozusagen die Prozentzahl ist, desto mehr bekommst du hier. Ja, und so wird, ich glaube, ein INC pro Sekunde auf all diese Pools oder auf einen Pool verteilt und du kriegst davon was. Deswegen kann es sein, dass du manchmal, die laufen alle circa seit derselben Zeit, aber dass du halt manchmal hier, wo $98, beziehungsweise gucken wir mal hier ist jetzt einfach nur als Beispiel, hier haben wir 187% APR, $84 aktuell hinterlegt, 0,077. Hier haben wir $98 hinterlegt, aber aktuell schon 0,133. Ja, da sieht man natürlich direkt den Unterschied. Wenn wir hier dann nochmal hingehen, dann gibt es hier auch noch eine Möglichkeit zu gucken, wie viel INC man hat. Ich glaube, die Webseite war hier irgendwo. Finde sie jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, weil die auch viel verändert haben, aber ist auch gar nicht schlimm. Ja, das Wichtige ist einfach nur, angenommen, man verdient hiermit jetzt gerade $5 den Tag oder sagen wir $10. Ja, beziehungsweise wir machen es leichter, man verdient $100 den Tag. Ja, und INC ist gerade bei einem Preis von 12,50. Ja, INC wird, und das sehen wir, wenn wir INC vergleichen mit Rep Pulse und all den anderen Sachen, ich mache das Ganze mal hier kleiner kurz, wenn wir INC vergleichen, dann bewegt sich der INC-Token recht ähnlich mit den anderen im Ökosystem. Ja, und das ist natürlich gigantisch, denn wenn wir aktuell $10 den Tag verdienen und der INC-Token irgendwann mal wieder auf $80 ist, ja, dann ist das hier eine Steigung von 556%. Dann ist das, als hättest du keine $100, sondern $500 den Tag gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Das ist ein extremer Hebel, den man hier nutzen kann. Und dadurch kann man sich sozusagen auch den Impermanent Loss, worüber wir ja schon gesprochen haben, wieder glatt machen. Ja, man kann entweder den INC, den man hier bekommt, rausholen und wieder in Puls X stecken, ja, also direkt verkaufen. Oder aber man macht es so schlau, dass man sagt, das INC, was ich hier bekomme, ja, das stecke ich hier wieder rein und poole mein INC mit Rep Pulse oder mit Puls X, ja. Und dann habe ich das ja sozusagen so, dass ich, wenn hier Rep Pulse steigt, dann bekomme ich mehr INC. Ja, weil die Leute sozusagen Rep Pulse gegen INC verkaufen. Wenn aber INC steigt, dann kriege ich mehr Rep Pulse. Mit beiden Sachen bin ich extremst happy, ja, und kann halt hier einfach nur die Möglichkeit nutzen, um hier die Kohle, die ich hier raushole und hier raushole und hier raushole oder aus all den anderen Sachen, die ihr habt, die kann ich dann hier in die beide Paare reinstecken und kann mich entscheiden, wo ich es halten will. Was extrem klug ist, weil man so natürlich die Möglichkeit hat, aus den Zinsen, die man ohnehin, aus dieser APR, die man verdient, ja, wir gehen zum Beispiel hier jetzt einfach mal rein, wenn man hier $1000 in die Hand nimmt, dann würdest du in 7 Tagen bzw. 30 Tagen $26 verdienen. Ja? So, und diese $26, das sind 2,1 Inc. Und das meine ich genau. Wenn du 2,1 Inc hast, die aber irgendwann wieder $80 wert sind, dann sind das $160, die du hier bekommen hast. Ja. Und diese $160, die du als Belohnung bekommen hast, ohne dass du dafür was getan hast, du hast einfach nur deine Tokens hier hinterlegt, ja, kannst du letztendlich hier wieder anlegen und für dich arbeiten lassen. Und so hast du hier wirklich einen coolen Kreislauf, hast am Ende INC aber selber auch in deiner Hand und kannst dieses INC im Endeffekt dann auch sogar noch dafür nutzen, dass du hier was mit zu sagen hast. Deswegen ist das, was hier steht, wirklich extremst wichtig, denn INC ist ein fester Bestandteil von Puls X. Und das wird es auch immer bleiben. Ja? Wenn wir diese Puls X Pools hier noch haben und Puls X also nach oben geht und wir hier ja aber auch Puls X mit INC gebunden haben und Puls X, Rep Pulse mit INC, ist das ja so, wie ich eben schon gesagt hatte, dass INC ja auch vom
steigenden Puls X-Preis mit hochgezogen wird. Ja, das heißt, langfristig gesehen bin ich natürlich extremst bullish mit all diesen Tokens, ja, und es läuft auch alles mega, mega gut. Liquidity könnt ihr hier dann providen, dann müsst ihr einfach nur beide Paare auswählen, mit denen ihr Liquidity providen wollt und könnt dann direkt loslegen. Ich habe andere Videos noch dazu gemacht, macht euch darüber wirklich sehr, 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 sehr gerne noch schlauer und nutzt aber eben die Chance jetzt, vor allen Dingen in der Zeit, wo das Ganze so gut gedumpt ist, wo das Ganze so viel niedriger ist, ja, eben auch aufgrund der Tatsache, dass der Richard Heart, der schläft ja gefühlt. Wir hören doch gar nichts von dem Typen. Und das gibt aber den meisten Leuten, die sich auskennt, natürlich, dass, ja, die schmunzeln jetzt, weil die sich denken, alles klar, das macht er doch extra. Denn jetzt gerade geht es doch darum, jedem Typen, der hier, so wie immer noch die Leute denken, Hex wäre Scam, ja, die Leute sollen jetzt hier in diesem Weg nach unten komplett rausgewaschen werden. Die sollen alle verkaufen. Die sollen alle denken, das Ding überlebt doch eh nicht. Weil das wären doch auch die Ersten, die sobald wir jetzt hier wieder beim alten Preis angekommen sind, was aktuell hier auch, mal eben 214% sind, die werden direkt verkaufen. Ja, so deswegen ist es gut, dass wir hier so viele rote Kerzen hatten, wo viele, viele verkauft haben, immer und immer wieder. Aber man sieht ja auch hier, dass regelmäßig, zack, 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 dass die Leute ihre Taschen füllen und eigentlich nur darauf warten, dass diese Rakete hier irgendwann losschießt und dann schießt die los. Ja, und das kann ich euch wirklich so sagen. Deswegen Non-Financial Advice, wie immer. Macht selber eure eigene Recherche und guckt, was ihr haben wollt. Aber nutzt diese Chance und steigt bei so einem gigantischen Projekt ein. Diesen Preis, wie der jetzt hier gerade ist, haben wir davor nicht gesehen. Natürlich kann es immer noch niedriger und günstiger werden. Aber langfristig gesehen wird das hier in eine ganz, 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 ganz andere Richtung gehen. Das ist, glaube ich, sich jeder bewusst und sollte auch jeder wissen, der sich hier mit den Sachen beschäftigt. Denn hey Leute, immer nur wenn ich an Hex denke, ja, Hex war auch mal bei solchen Preisen und Hex hat es auch geschafft, auf über 50 Cent zu steigen. Ja, das ist hier eine gigantische Summe und ja, wenn wir einfach mal gucken, wo der INC vielleicht sogar in Zukunft ist, das wird krass, das wird verdammt krass hier und jeder, der da jetzt schon mit an Bord ist, jeder, der hier die Möglichkeit nutzt und jetzt per DCA, per Dollar Cost Average Effekt einkauft, ja, Liquidity Provider wird, wenn er Bock drauf hat, es macht einfach Sinn. Ja, es macht einfach Sinn, sich mit diesem Ding hier auseinanderzusetzen. Man kriegt hier auch keine Provision oder was auch immer, wenn Leute mitmachen, sondern hier geht es wirklich einfach nur darum, Dezentralität und all das, wofür Blockchain wirklich steht, nach vorne zu bringen und diese gesamte Sache zu leben. Ja, denn wir wollen doch am Ende letztendlich unsere Kohle auch wirklich in unseren Händen halten und unser Geld nicht an irgendwelche andere abgeben, wie zum Beispiel eine Bank, eine Versicherung oder was auch immer, wo wir nicht mal wissen, was sie aktuell mit unserem Geld machen, wo, wenn mal eine Krise kommt, wir aufgeflogen sind. Ja, deswegen machen wir das doch alles, um einfach die Kontrolle zu haben. Wir alle kennen, oder die meisten kennen Richard Heart. Richard Heart macht, wenn er etwas macht, dann macht er das, um das Beste zu haben und zu kreieren. Dementsprechend macht oder seid einfach gespannt. Pulse Chain, Pulse X, INC und Hex, sobald hier einmal die Werbetrommel angerührt wird, der Typ hat so viel Geld unter sich sitzen, der hat so ein krasses Vermögen und so eine krasse Reichweite, ja, es gibt gerade keine Livestreams, es gibt gerade gefühlt gar nichts, der meldet sich zu nix, deswegen, hier ist einfach gerade alles nur dazu da, um ein bisschen Unsicherheit zu sorgen, um die Menschen hier herauszuwaschen, dass die meisten Leute jetzt rausgehen, wo der Richard selber weiß, ey, besser ist das. Und dann in 1, 2, 3 Monaten werden wir uns alle an den Kopf tasten und denken, ach du meine Güte, wieso haben wir nicht nochmal mehr reingesteckt? Ja, dementsprechend nutzt diese Chance, informiert euch. Ich habe wirklich viele Videos, wie gesagt, könnt auch gern einzeln mit mir sprechen. Gibt es jetzt auch die Möglichkeit. Und dann kann man sich auf jeden Fall gut connecten. Ich habe eine Community-Gruppe und ich freue mich da über jeden Menschen, dem ich hier helfen kann, mit in diese gesamte
dezentrale, aber eben auch Kryptowelt mit reintauchen. In dem Sinne, guten Start in die Woche und bis ganz bald.